alle 3 Jungs. Das Beste, was ich je in meinem Leben zustande gebracht habe. Ich habe die Versicherung auf einmal überschreiben lassen und ein paar Monate später haben wir dann meinen Tauchunfall vorgetäuscht. Einmal ist abgehauen mit dem Geld. Das ist alles der Nachteil, wenn man tot ist. Keine Kreditkarten, kein Konto. Du jobbst bei LCL, arbeitest einmal Schwester als Lehrerin. Ich bin mir sehr sicher, dass eine Frau wie Sie weiß, was ein Mann wie Tristan mag. Was hast du vor? Und was mit meinem Geld? Das war ja auch nur eine einmalige Sache für eine Nacht. Hatte nicht zu bedeuten. Genau deshalb wäre es schade, wenn es nur bei dem einmal bliebe. Keine Verantwortung, keine Gefühle. Ich will auch nicht, dass das mit uns nur eine Affäre ist. Aber mehr kann ich dir leider nicht geben. Verlass mich nicht. Hier bist du ja. Sag bloß, du hast noch einen Kater. Mir geht's gut. Ja, ich hatte auch noch eine ganze Weile was davon. Aber es hat sich doch gelohnt. Das kann ich dir besser sagen, wenn ich noch etwas mehr Erinnerung an das Ganze hätte. Aber ich war echt total zu. Quatsch. Du warst total witzig und hattest jede Menge Spaß. Allerdings konntest du von dem weißen Zeug nicht genug bekommen. Ja, und eigentlich bin ich damit durch. Aber wenn du dich noch so gut erinnern kannst, dann weißt du doch bestimmt noch, ob Ansgar mit von der Partie war. Ich bin mir sehr sicher, dass eine Frau wie Sie weiß, was ein Mann wie Tristan mag. Keine Ahnung. Erzähl mir lieber, was du hier machst. Ich bin auf der Suche nach dem Gesicht von LCL Green. Tada! Suche beendet. Papa, bist du sicher, dass sich keiner beim Rumplanschen gesehen hat? Und selbst wenn. Wir wohnen so viele Leute, da fällt einer mehr auch nicht auf. Ja, nee, nur dass du 30 Jahre älter bist als der Durchschnitt. Na, hör mal, mein Junge. Mach mir lieber noch so eine Stulle mit ordentlich Leberwurst drauf. Das ist eine tolle Frau, meine Alma. Über sowas soll ich bei ihr nie bekommen, weil es angeblich schlecht ist für meine Leberwerte. Dabei ist mit meiner Leber alles in bester Ordnung. Wahrscheinlich, damit du fit bleibst, um mir die Lebensversicherung zu überschreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass dich eine Frau noch mal so verarscht. Eigentlich sollte ich dich hier nicht mit Wurststullen vollstopfen, sondern kopfüber in den Rhein hängen. Jetzt mal nicht so nachtragend. Ich bin doch wieder da. Ich beerdige keine Flosse. Vor ein paar Wochen stand ich noch heulend vor deinem Grab. Die anderen beiden haben Reden gehalten, was für ein toller Mann du bist. Wer es glaubt, wird selig. Unseren alten Herren wäre selbst dieser Handschlag zu viel. Ja, Mensch, Junge. Ich wollte dich nicht verletzen. Deine beiden Brüder auch nicht. Wollen wir 3 nicht vielleicht noch gemeinsam eine Kleinigkeit essen? Ich war total abgebrannt. Die Lebensversicherung einzukassieren, das war schon ein guter Plan. Musst du zugeben. Das hat deine Geliebte anscheinend auch so gesehen. Du hättest sie sehen sollen. Meine Alma, riesengroße Augen, Beine bis zum Himmel. So ein schönes Kind. Schade, dass wir keinen Sohn zusammen bekommen haben. Ey, sag mal, hallo? Wenigstens eine Frau, die du nicht geschwängert hast. Irgendwann reicht's doch mal. Wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt, dann will er einen Sohn mit ihr zeugen. Ja, so ist das nun mal. Pure Natur. Von deiner Natur sitzen hier 3 in Düsseldorf. Ganz ehrlich, irgendwann reicht es mal. Und was genau qualifiziert dich? Ich bin super sexy, hab ein tolles Körpergefühl und bin rund um die Uhr voll einsatzbereit. Oder braucht die Kandidatin noch was anderes, ha? Vor allem sollte sie ein gutes Gespür dafür haben, was die Geschäftsführung will. Dafür habe ich meinen 7. Sinn. Verlass mich nicht. Vielleicht weiß ja Almas Schwester von dieser Modeklitsche, wo sie steckt. Wie heißt dieser Laden nochmal? LCL.
Aber da hast du nichts zu suchen. Aber ich muss doch irgendwie an die Adresse von deiner Schwester kommen. Ey, Mann, du wirst wegen Versicherungsbetrug gesucht. Außerdem kennt mich da die halbe Belegschaft. Du kannst da nicht so einfach reinschneiden. Okay. Dann zurück zu Plan A. Es gibt keinen Plan A. Dafür stecke ich schon viel zu sehr in der Scheiße. Ich würde dich niemals darum bitten, wenn ich eine andere Lösung dafür hätte. Was soll ich denn machen? Ohne Geld und ohne Papiere. Also schön. Aber du bleibst in meinem Zimmer. Wenn Frank dich erwischt, dann buchtet der dich ein. Ja, hat gewisse Dinge immer schon sehr genau genommen. Ey, du hast die Versicherung um 200.000 Euro betrogen. Außerdem musste ich Frank anlügen. Dabei waren wir echt auf einem super Weg, es wieder hinzukriegen. Und das war ein Riesenstück Arbeit. Ey, ich muss morgen früh raus. Kannst das Sägewerk mal einstellen? Ich habe eine Erkältung. Meine Nasennebenhöhlen, die schwellen dann immer so ein bisschen an. Das klingt ja so, als hättest du einen Grizzlybären da eingesperrt. Das ist bloß eine Erkältung. Vielleicht probierst du es mal mit Ohrenstöpseln. Versuchst du mal mit dem Arzt, das ist ja ekelhaft. Versuch ich. Für einen Promofilm gar nicht schlecht. Der Schnitt könnte noch ein bisschen dynamischer werden, aber das kriegen wir schon hin bis zur Mitarbeiterversammlung. Wie? Da willst du den Film schon zeigen? Na klar. Als Motivation in bewegten Bildern sehen, wofür man die letzten Monate gearbeitet hat. Dir ist schon klar, dass Gina Schmitz dabei rüberkommt, als wäre sie das Gesicht von LCA Green? Was daran liegt, dass sie das Gesicht von LCA Green ist. Ach, und seit wann ist das bitte entschieden? Jetzt komm schon, sie kommt perfekt rüber. Also LCA Green, ja, steht für Nachhaltigkeit und Authentizität. Und diese Gina, die ist so authentisch wie eine ausgestopfte Weihnachtsgans. Rebecca, nur weil du sie persönlich vielleicht nicht magst. Nein, das liegt daran, wie ich ihre Ausstrahlung wahrnehme. Und das wird unseren Kundinnen genauso gehen. Jetzt komm, du willst sie doch nur, weil du mit ihr in der Kiste warst. Wenn ich das noch so genau wüsste. Großer Gott. Läuft ja wirklich professionell bei euch. Entschuldigung, aber wir haben hier gerade eine geschäftliche Entscheidung zu treffen. Versuch's aber mit Schnick, Schnack, Schnuck. Geht wahrscheinlich schneller. Hat dich jemand gefragt? Leider nein. Was mal wieder nur zeigt, mit was für Dilettanten sich Lisbeth hier umgibt. Ich wollte gerade sagen, kümmere dich doch um deinen eigenen Kram, aber ups, so viel gibt's da wohl nicht mehr. Stimmt. Stattdessen könnt ihr zwei Trottel euch jetzt auf nichts einigen. Na, wenn das nicht Fortschritt ist. In einem Punkt hat er recht. Ja, das ist die erste große Entscheidung, seit Elisabeth weg ist. Und da sollten wir an einem Strang ziehen. Okay, also, die Vorteile sind, ihr Gesicht ist frisch, man hat es noch nicht so oft gesehen. Und es schadet wahrscheinlich auch nicht, LCA Green mit etwas Sexappeal zu bewerben. Wir geben ihre Bilder in die Marktforschung und wenn die unsere Wahl bestätigt, ist sie drin. Von mir aus. Du bist ja schon früh dran. Viel zu tun. Die Arztbriefe muss ich heute noch fertig kriegen. Okay. Dann mache ich uns schnell Frühstück. Hast du Eier da? Und ich habe keine Zeit. Okay. Heute also mal ohne Frühstück. Wir waren uns doch einig. Gestern war das letzte Mal. Das ist jetzt nicht dein Ernst, nicht nach allem, was gestern Nacht passiert ist. Was ist denn passiert? Du bist so ein Arschloch. Was Ernstes ist für mich nicht drin. Damit habe ich dir nie etwas vorgemacht. Nee, du machst dir nur selbst das vor. Aber ich werde nicht länger daneben stehen und so tun, als wäre das völlig normal. Nur damit das ganz klar ist. Wenn ich jetzt durch die Tür gehe, dann war's das. Mach's gut.
später Lust, noch mal zu mir zu kommen? Wir hatten doch das letzte Mal ganz schön viel Spaß. Ja, das mag sein, aber ich habe im Moment ziemlich viel zu tun. Duschen musst du ja auch jeden Tag. Wenigstens das können wir zusammen machen. Ich weiß nicht. Komm schon. Wir hatten doch viel Spaß zusammen, das muss man wiederholen. Wie gesagt, im Moment sieht es schlecht aus. Alles in Ordnung bei euch? Wir unterhalten uns nur. Ja, so kann man das auch nennen. Das komm schon. Ich versuche dir gerade die ganze Zeit klarzumachen, dass ich nichts von dir will und dass du mich in Ruhe lassen sollst. Aber du checkst es nicht. Manche Männer denken eben, sie sind unwiderstehlich. So wie ich das sehe, sind Sie für die Sicherheit zuständig und nicht dafür, unsere Models anzugraben. Also reißen Sie sich gefälligst am Riemen, haben wir uns verstanden. Schon klar. Also, ich habe ihn nicht dazu ermutigt. Falls ihr dir noch mal auf die Pelle rückt, sag mir Bescheid. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ich habe gerade mit Rebecca gesprochen. Es ging um LCA Green. Und? Macht ihr mich zum Gesicht der neuen Kampagne? Wir müssen erst noch die Marktforschung abwarten. Aber die Weichen sind gestellt. Oh, super, danke. Bitteschön. Oh, du hast das gut bei mir. Ohne Witz, immer wenn ich versuche, einen Knopf anzunähen, dann endet das in einer Katastrophe. Beim letzten Mal ist sogar Blut geflossen. Die Damen, wenn ich euch gerade alle zusammen habe, eine kurze Frage habe ich. Kennt jemand von euch eine Blanca Müller? Wer soll das denn sein? Eine Näherin, die hier arbeiten soll. Nein. Okay, dann danke trotzdem. Auch fürs Hemd, ja? Was treibst du dich denn hier in der Nähabteilung rum? Du, reiner Zufall. Ich habe ein Problem mit dem Hemd gehabt. Ja, genau. Was denn? Ja, ich habe dich jetzt nicht so für den Handarbeitstypen gehalten. Das bin ich auch nicht. Ich glaube, es gibt nur eine Erklärung, warum du hier meine Mädels von der Arbeit abhältst. Welche ist es denn? Ach komm, mir kannst du es doch sagen. Ich hatte Probleme mit dem Hemd. Mir ist ein Knopf abgefallen. Das war's? Du bist ja nicht so gut in Form heute, hm? Heute könnte ich den Kaffee intravenös vertragen, dann schlafe ich unterwegs ein. Tim und sein elendes Geschnarche. Ich habe fast kein Auge zugekriegt. Geht das schon die ganze Zeit so? Also zu mir meinte er, das hat irgendwas mit seinen Nasennebenhöhlen zu tun. Da war auch so ein Geröchel und Gehuste dabei. Das klang gar nicht gut. Danke für die Info. Ich hoffe, der kriegt das bald in den Griff. Das rast sich total aus. Frag mich mal. Ich habe mir schon überlegt, mir eine eigene Bude zu besorgen. Eine, wo das Bad auch mal frei ist. Ständig ist der Kühlschrank leer. Keine Sau hat Bock zu putzen und andauernd gibt's deswegen Stress. Und genau deshalb willst du dich allein zu Tode langweilen. Gib's doch zu. Ich muss los. Ich hau mich noch mal hin. Endlich. Nee. Ah. Irgendwie wirkst du angeschlagen. Hat sie dich abblitzen lassen? Ey, nur weil ich einmal keine blöden Sprüche klopfe, heißt das noch lange nicht, dass ich der Firmenclown bin, okay? Deshalb habe ich dich doch eingestellt. Pass auf, morgen bringe ich die Kasperklatsche mit. Du bist ganz schön durch den Wind, was? Aber kann es sein, dass du dir Sorgen machst? Sollte ich? Du, ich habe einfach nur schlecht geschlafen. Mein Mitbewohner hat geschnarcht wie ein Bär. Oh, ich tippe mal auf Andi. Ja, wenn der 1, 2 Bier zu viel hat, dann gute Nacht. Ich mache mir mal einen doppelten Espresso. Auf dich. Und auf das neue Gesicht von LCA Green. Wen rufst du an? Ich poste nur eben was. Meine Freundinnen werden sterben vor Neid. Ich glaube, damit solltest du noch ein bisschen warten. Die Marktforschung ist zwar reine Formsache, aber sobald wir die Ergebnisse haben, gibt es eine große Pressekonferenz und eine riesige Printkampagne. Oh,
Dann kennt mich jeder. Ach, ich kann es kaum fassen. Hey, kannst du nicht anklopfen? Mann, diese dumme Schlampe lässt mich eiskalt abblitzen. Erst macht sie mich an und kaum ist dieser Schleimbolzen im Raum, zeigt sie mir die kalte Schulter, als ob sie irgendwas Besseres wäre. Tut mir leid, aber ich habe für sowas gerade gar keine Zeit. Warum sitzen Sie so verklemmt da? Hätten Sie noch einen Wunsch? Danke. Ist noch was? Entschuldigen Sie, aber kann es sein, dass ich Sie von irgendwoher kenne? Ich wüsste nicht, woher. Aus dem Fernsehen vielleicht? Aus den USA? Ja, mag sein. Ich habe mal einen Werbespot für Shampoo gedreht. Oder meinen Sie den Kurzfilm? Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele gesehen haben. Bei meinen Freunden sind Sie ein richtiger Star. Kriege ich vielleicht ein Autogramm? Natürlich. Sie werden noch einiges von dieser Frau zu sehen bekommen. Das wäre ja durchaus erfreulich. Lass laufen. Hä? Mann, ich bin doch nicht blöd. Ich weiß doch genau, was hier geht. Was? Nein. Oh ja. Oh, ist das gut, ja. Besorg's mir. Oh ja. Hör zu, ich wollte mir einfach Klempnerartikel bestellen. Und bin zufällig auf die falsche Seite gekommen. Und direkt bei einem Lehrvideo gelandet, wie man Rohre verlegt. Hm? Davon hast du mir gar nichts erzählt. Ach ja, ist auch gar nicht der Rede wert. Es war nur ein Kurzfilm. Der wurde auch noch nicht mal richtig vermarktet. Mal sowas zusammen zu gucken, ist echt nicht mein Ding. Ja, Fritsche, guck doch mal genauer hin. Jetzt weiß ich, warum man dich Profi nennt. Ach, krass. Aber du hast Schauspielerfahrung in den USA. Es ist verrückt. Du glaubst das wirklich? Das ist gut. Das ist sehr gut. Nein, nochmal, wie gesagt, Tanja von Lahnstein ist gerade nicht im Haus, aber ich kann Ihnen einen Termin morgen um 16 Uhr anbieten. Ja, danke. Also nochmal von vorne. Du hast ihm gesagt, dass du mehr für ihn empfindest. Und er Hat gesagt, dass er das nicht kann. Und dann wollte er noch ein letztes Mal. Und ich weiß, das war eine blöde Idee, aber ich habe mich drauf eingelassen. Und dann hat er dir doch gesagt, dass er mehr für dich empfindet. Nein, dann hat er gesagt, verlass mich nicht. Und dich trotzdem rausgeschmissen? Ja, ich habe ja auch schon überlegt, ob ich es mir eingebildet habe, aber er hat es ganz sicher gesagt. Glaub mir, der Typ redet im Schlaf. Nein, er hat das ja gesagt, weil er gedacht hat, dass ich schlafe. Sonst hätte er es doch überhaupt nicht über die Lippen gebracht. Lini Clarice Lahnstein, Sie sprechen mit Bella Jakob. Was kann ich für Sie tun? Olli, der Typ ist ein emotionales Wrack. Sei einfach froh, dass du ihn los bist. Ich mag ihn nun mal. Und ich weiß, dass das nicht so ein kalter Fisch ist. Ich glaube, der wurde einfach mal tierisch verletzt und traut sich deswegen nicht, seine Gefühle zuzulassen. Was soll das denn jetzt sein? Die Universalausrede für verkorkste Kerle? Wenn ich ihm wenigstens nicht gesagt hätte, dass bei mir Gefühle im Spiel sind, dann wäre alles noch beim Alten. Aber das ist doch nicht das, was du willst. Das hätte für ein paar Wochen gereicht und dann wärst du immer noch totunglücklich. Ja, so habe ich aber gar nichts mehr. Die Frage ist wirklich, was besser wäre. Lini Clarice Lahnstein, Bella Jakob, aber bereit, was kann ich für Sie tun? Sam, als du von mir gegangen bist, ist ein Teil von mir mit dir gestorben. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dich jemals verlieren könnte, Sam. Hätte ich diesen Schmerz vorher geahnt, was es bedeutet, ohne dich zu leben, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich könnte niemals wieder einen Mann so lieben wie dich, Sam. Niemals.
So, mal sehen. LGL Green. Mist. I Love New York 2014. Aber in kleinen Buchstaben. Rebecca, ich kann dir das erklären. Was? Dass du versucht hast, dich in meinen Firmencomputer einzuloggen. Da bin ich auch mal gespannt. Oder hat deine Schlaflosigkeit dein Sprachzentrum lahmgelegt? Also zuerst der Besuch in der Nähabteilung, jetzt das. Weißt du, was ich glaube? Die Geschichte mit diesem abgerissenen Knopf ist erstunken und erlogen. Ey, Rebecca. Ich tippe mal, du wolltest unsere neuen Schnittmuster ausspionieren, um dir ein paar Euros dazu zu verdienen. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Ich brauche eine Personalakte von einer Mitarbeiterin. Ja, klar. Eine Frau. Warum wundert mich das nicht? Ist ja sehr wichtig für dich, sonst würdest du doch nicht so ein Risiko eingehen, hm? Ja, das ist sie auch. Weil ich brauche... Du, mich interessieren deine Romanzen nicht. Und ich würde dich auch bitten, die Suche nach deiner Traumfrau auf deine Freizeit zu beschränken. Es ist nicht meine Traumfrau. Es ist ein bisschen komplizierter. Es geht nicht um mich, sondern um meinen Vater. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Hallo, schönes Kind. Hallo? Ja, genau richtig. Die Bratkartoffeln sind gerade fertig. Vielleicht verraten Sie mir erstmal, wer Sie sind. Ich bin Hartmut Weiß, ein alter Freund von Tims Vater. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mir etwas zu essen gemacht habe. Natürlich. Tim hat nur nicht erzählt, dass er Besuch erwartet. Ich bin auch ganz spontan vorbeigekommen. Tim sagte, ich soll hier warten, bis er wieder da ist. Und ich hatte solchen Hunger. Das sieht echt lecker aus. Ich hoffe, Sie haben Appetit. Nichts ist schlimmer als diese jungen Mädels, die immer an einem Joghurt rumknabbern. Da gehöre ich definitiv nicht dazu. Echt perfekt. Und Sie sind also ein Freund von dem berühmten Harro Helmke. Muss ja ein ziemlich schräger Vogel gewesen sein, wie man so hört. Das kann man wohl sagen. Du willst mir also erzählen, dass diese Blanca Müller die große Liebe deines verstorbenen Vaters war? Nein, ihre Schwester. Mein Vater war in Alma Müller verliebt. Tut mir leid, aber da blicke ich jetzt nicht mehr durch. Pass auf, ich habe vor ein paar Tagen ein Paket geschickt bekommen aus Jamaika. Von einem Freund von meinem Vater. Der hat uns die Sachen geschickt, die er hinterlassen hat. Das waren alles Spielsachen von seinen Söhnen. Ein Foto war dabei und ein Brief an Alma, in dem er seine Liebe gesteht. Und dein Vater wusste aber nicht die Adresse von dieser Frau? Die beiden haben sich in der Karibik kennengelernt. Sie hat nur gesagt, dass hier in der Nähabteilung ihre Schwester arbeiten soll. Das klingt ja wie im schlechten Kitschroman. Ja, deswegen wollte ich es auch eigentlich für mich behalten. Ich kann ja verstehen, dass du diese Frau ausfindig machen willst. Aber dass du versucht hast, meinen Computer zu knacken. Es tut mir leid, Tim, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Was heißt das jetzt? Willst du mich entlassen? Mit Ihnen wollte ich reden. Falls Sie Gina suchen, die ist leider nicht hier. Umso besser, um Sie geht es. Hören Sie mal zu, Herr Vukovic. Herr Vukovic, ich glaube wirklich nicht, dass wir beide irgendwas zu bereden haben. Und ich glaube, da gibt es eine Kleinigkeit, die Sie über Gina interessieren könnte. Alles, was ich über Gina wissen muss, kläre ich entweder mit Ihrer Agentur oder mit Gina selbst. Und Sie arbeiten hier als Sicherheitsbeauftragter. Und ich habe Ihnen schon mal gesagt, es macht gar keinen guten Eindruck, wenn Sie unseren Models nachstellen. Habe ich nicht vor. Gut. Dann lassen Sie ab sofort die Finger von Gina und machen Sie das, wofür Sie bezahlt werden. Übrigens, noch ein gut gemeinter Tipp. Falls Sie sich nur auf Models und Schauspielerinnen fixieren, gehen Sie wahrscheinlich öfter leer aus, als Sie verkraften können. Apropos Schauspielerei. Versuchen Sie es doch mal bei der Näherin. Aber gefälligst nach Dienstschluss. Ich habe kapiert. Gina passt besser zu einem Typen wie Ihnen. Na dann, hopp, zurück an die Arbeit. Arschloch. Und das waren wirklich echte Piraten? Na klar. Die tragen natürlich keinen Degen und Augenklappen mehr. Aber einer von denen hatte einen Papagei auf der Schulter, der geflucht hat wie ein Kesselflicker. Sie nehmen mich doch auf den Arm. Will ich eine schöne Frau jemals anlügen? Ohne mit der Wimper zu zucken. Und wie sind Sie da wieder rausgekommen? Ja, ohne Harro wäre ich heute nicht mehr am Leben. Aber das alte Schlitzohr hat den Anführer ganz geschickt ausgetrickst. Hey, Tim. Hartmut erzählt mir gerade total spannende Sachen über deinen Vater.
Hartmut. Ist richtig langweilig geworden, seit der alte Knabe ins Gras gebissen hat. Ein Freund wie ihn findet man im Leben nur einmal. Klingt echt so, als wäre ein toller Kerl gewesen. Ja, das war er. Ja, und verdammt unzuverlässig. Ne? Total spannend, was die beiden alles erlebt haben. Du kannst dir echt nicht vorstellen, wie geil die Bratkartoffeln waren, die er gemacht hat. Oh doch, das kann ich. Mit Einkaufen warst du dran? Nee, war ich dran. Ja, aber ich werde das für dich übernehmen. Echt? Dann habt ihr beiden ja noch was voneinander. Das ist total nett von dir. Wenn Sie sich gerade auf den Weg machen, wären Sie so freundlich und würden wir ein Stück Kuchen mitbringen? Klar. Sonst noch Wünsche? Nichts mit Obst, bekomme ich immer Magenschmerzen. Lieber ordentlich Schokolade mit Schuss. Schwarzwälder Kirsch zum Beispiel. Sag mal, geht's noch? Ein Apfel tut's auch, ja? Hat mich gefreut, Hartmut. Bis später. Sag mal, geht's noch? Du solltest in meinem Zimmer bleiben. Zauberhaft. Hat sie eigentlich Kinder? Gut gegen Kummer jeder Art. Das habe ich nicht bestellt. Charlie, dann werde ich nicht nur abserviert, sondern auch noch fett. Ach, du weißt genau, dass das mit deiner Attraktivität nichts zu tun hat. Weiß ich das? Ich kenne ihn ja selber noch nicht lange. Aber ich hatte von Anfang an den Eindruck, dass Jo ein, naja, sagen wir mal, ziemlich komplizierter Charakter ist. Wenn du jetzt noch sagst, ich hab's gleich gewusst, muss ich leider laut schreien. Ich habe zumindest befürchtet, dass er dir wehtun könnte, ja. Wegen diesem Typ habe ich mich noch mit Bella verstritten. Wie blöd kann man bitte sein? Oh nein, jetzt guck bloß nicht Richtung Tür. Der haut sowieso gleich wieder ab. Weißt du, immer einen auf cool machen, aber jeder Konfrontation aus dem Weg gehen. Der Typ ist ein Feigling, mehr nicht. Hallo, Charlie. Hallo. Hi, Olli. Ich würde gerne eine Kleinigkeit essen. Ist noch ein Tisch frei zufällig? Nein, du, soweit ich weiß, sind alle Tische reserviert. Nicht, John? Okay, schade. Nein, da hat vorhin noch jemand abgesagt. John weiß Bescheid. Ach ja? Davon habe ich da nichts gehört. Gut, John, dann zeigen Sie ihm bitte den Tisch, ja? Natürlich, wenn Sie mir kurz folgen würden. Na, du bist ja tapfer. Ich hätte ihn auch sehr gerne rausgeschmissen. So weit kommt's noch, dass du wegen mir deinen Laden ruinierst. Ich pack das schon. Weißt du, und jetzt sitzt er wieder da und tut so, als wäre nichts gewesen. Ja. Echt gedacht, ich krieg den geknackt, aber keine Chance. Du hattest recht. Durch den Schnitt hat das Ganze extrem gewonnen. Was sagt ihr zu Gina? Bisschen billig vielleicht, aber das war ja schon immer dein Geschmack. Also bei der Marktanalyse, da hat sie super abgeschnitten. Und ich bin auch positiv überrascht. Na, ist doch immer wieder schön, wenn man das Private mit dem Geschäftlichen verbinden kann, nicht wahr? Ist zwar das Gegenteil von professionell, aber das hat hier ja noch nie jemanden gestört. Ich habe Gina ausgewählt, weil sie die Beste für den Job ist. Und nicht nur für den Job. Naja, mit ihrem Sexappeal ist sie der perfekte Kontrast zum Öko-Image von LCL Green. Also mich hat sie überzeugt. Und dich ja wohl auch. Übrigens hat sie bereits in den USA ein paar Werbespots gedreht und einen sehr ambitionierten Kurzfilm. Moment, Kurzfilm oder Kunstfilm? Diese Frau ist ein echter Glücksgriff, aber das wirst du auch noch kapieren. Ja. Gina könnte uns helfen, LCL Green auch in den USA zu etablieren. Klingt gut. Wisst ihr was? Ich werde nachher gleich mal ein paar Agenturen in New York anrufen. Gemach. Jetzt nicht gleich übertreiben. Ich habe da so ein Gefühl, dass Gina uns noch alle überraschen wird. Dieses Arschloch hat mich behandelt, als ob ich das Letzte wäre. Ich hätte ihm am liebsten vor die Füße gekotzt. Frag mich mal. Der Typ geht mir schon seit einer halben Ewigkeit auf die Eier. Ich war so blöd und wollte ihn noch warnen. Aber das war doch auch klar, dass das in die Hose geht. Wenn du bei dem nicht mindestens ein von in deinem Namen hast, dann hört der Typ gar nicht zu. Am liebsten hätte ich ihm eine reingehauen. Aber das kannst du doch immer noch. Und dafür musst du dir nicht mal die Hände schmutzig machen. Danke für die Torte, die hat sogar ein klein bisschen geholfen. Xavier versteht was von L'amour. Und danke auch, dass du dir mein edles Gejammer angehört hast. Ach, Olli, ich bitte dich. Nur weil ich jetzt mit Helmke leidlich glücklich bin, habe ich ja nicht vergessen, wie sich Liebeskummer anfühlt. Oh Gott, ja. Bis später. Tschüss, mein Schatz. Olli, warte. Das ist doch albern. Was genau?
Dass wir wie zwei Fremde dastehen, wenn wir uns begegnen. Was schlägst du vor? Dass wir zufällig unterschiedliche Meinungen zum Thema Beziehungen haben, ändert doch nichts an der Tatsache, dass wir uns mögen. Tun wir das? Das ist ja schon mal ein Anfang. Finde ich auch. Und deshalb sollten wir versuchen, Freunde zu sein. Tolle Idee. Dann vergessen wir einfach, dass ich dir gesagt habe, dass ich was für dich empfinde und dass du mich abblitzen hast lassen. Also was mich angeht, habe ich es quasi schon vergessen. Schön für dich, ich nicht. Und nochmal zum Mitschreiben, ich will nicht irgendein Freund von dir sein. Das will ich doch auch nicht, aber es lief doch alles so gut zwischen uns. Warum können wir nicht einfach so weitermachen? Weil ich das nicht mehr kann. Und keiner von dieser Firma kennt Blanca. Hast du versucht, einen Blick in die Personalakten zu werfen? Ja, stell dir vor. Und deswegen verliere ich wahrscheinlich meinen Job. Mensch, Junge, das wollte ich nicht. Wäre ich doch bloß selbst zu dieser komischen Firma gegangen. Das kannst du aber nicht, du Superspion. Der Detektiv der Versicherung ist dir auf der Spur. Das mit deinem Job, das tut mir wirklich leid. Ich würde dich natürlich sofort unterstützen, aber ich bin total abgebrannt. Blanca war die einzige Spur zu Alma und meinem Geld. Ab ins Zimmer. Kein Mucks, das könnte Frank sein. Los! Hi. Hi. Das heißt, du hast dich entschieden? Können wir uns nicht irgendwie in der Mitte treffen? Du gibst mir eine Abmahnung und es kommt nie wieder vor? Du bist in der Probezeit, da gibt's keine Abmahnung. Ach so. Du weißt, dass ich dich für so eine Sache fristlos kündigen könnte. Aber? Aber ich finde es süß, dass du anscheinend ein Romantiker bist. Das heißt, ich darf bleiben? Du bist die Beste! Ja, aber du weißt, noch so ein Ding und du bist raus. Ach ja, und wegen der Sache mit dem Liebesbrief von deinem Vater. Ich fand die Geschichte sehr rührend und da habe ich ein bisschen nachgeforscht und... Die Adresse von Blanca Müller? Also zumindest hat sie vor 2 Jahren da noch gewohnt, als sie bei LCL gekündigt hat. Mein Vater wird durchdrehen, Also würde durchdrehen, wenn er noch leben würde. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du reden willst, ich hätte kurz Zeit für einen Kaffee. Du, im Moment ist ganz schlecht gerade. Bist du immer noch sauer, weil ich dir letztens einen Korb gegeben habe, oder? Ach Quatsch, nein, ich habe nur gerade hier noch ein bisschen... Ach, lass gut sein. Wir sehen uns später beim Meeting. Hast du alles, was du brauchst? Oder noch ein Verlängerungskabel, irgendwas? Alles bestens. Super. Oh, Entschuldigung. Linie Clarice Lahnstein, Sie sprechen mit Bella Jakob. Was kann ich für Sie tun? Nein, Frau Blumberg ist nicht mehr zu sprechen. Nein, wir haben gleich eine Mitarbeiterversammlung. Rufen Sie doch einfach morgen wieder an, ja? Dankeschön. Alle Gespräche laufen den Rest des Tages bei mir ein. Und was ist, wenn du einfach mal nicht dran gehst? Du willst doch nicht, dass die schöne Bella ihren Job verliert. Ja, einer muss ja erreichbar sein. So sieht's aus. Das ist der Imagefilm von LCA Green. Leg den bitte ein, sobald ich dir ein Zeichen gebe. Okay. Ich verlasse mich auf dich. Darf ich Eine Sekunde. Linie Clarice Lahnstein, Sie sprechen mit Bella Jakob. Was kann ich für Sie tun? Nein, Marlene von Lahnstein arbeitet hier nicht mehr. Ja, Dankeschön. Ist ja ganz schön im Stress. Das ist mein Job. Wie wär's, wenn wir dir was abnehmen? Das mit der DVD zum Beispiel, das kann doch auch Sascha übernehmen. Ja, das wäre super. Dann kann ich mich um den Rest kümmern. Linie Clarice Lahnstein, Sie sprechen mit Bella Jakob. Was kann ich für Sie tun? Champagner. Ich habe entschieden, nie wieder was anderes zu trinken. Ich liebe gute Vorsätze. Ich auch. Immerhin bin ich bald ein international bekanntes Model. Und du mein super erfolgreicher Freund. Ich bin dein Chef, Schätzchen. Manchmal ein paar Extras. Aber auf die Extras stehe ich ganz besonders.
Wollen wir den Vertrag unterschreiben? Meinst du etwa diesen Vertrag hier? Ganz genau. Ich hätte nie gedacht, dass ein Stück Papier so sexy sein kann. Hier. Unterschreiben. Du hast es aber verdammt eilig. Worauf noch warten? Danke. Ich finde, du kannst ihn auch später unterschreiben. Aber ich... Du hast doch gesagt, du stehst auf die Extras. So, bitte, 17,40 €. Bitte, stimmt so. Na, das scheint mir ein bisschen zu großzügig. Ja. Wieso? 100 €? Ich dachte, es wären 10er. Tut mir leid. Wahrscheinlich bist du mit den Gedanken woanders. Ja, schon möglich. Lass mich raten, hat es mit der Begegnung mit Olli zu tun? Du weißt Bescheid? Olli und ich, wir standen uns immer schon sehr nah. Sehr beneidenswert. Könntest du auch haben. Ich glaube, das sieht Olli anders. Bist du dir sicher? Er hat mir klargemacht, dass er keine Freundschaft will. Und mehr kann ich ihm leider nicht geben. Wahrscheinlich hat er recht. Es ist wohl besser, wenn wir uns aus dem Weg gehen. Alles andere ist eh zu kompliziert. Aber glücklich bist du nicht damit. Zumindest siehst du nicht so aus. Weißt du was? Ich glaube, ich sehe nie besonders glücklich aus. Hat Frank dir bestimmt erzählt. Möchtest du vielleicht noch einen Espresso? Schon gut, danke. Tschüss. Wieso hast du die Brünette einfach weggeschickt? Wenn ich jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist doch nicht mein Sohn. Bin ich aber. Ich habe sie nämlich angelogen. Du bist verliebt in die Kleine. Du musst die Feste feiern, wie sie fallen. Die Kleine hat was für dich übrig. Sie ist doch ein Blinder. Und sie ist die ideale Kandidatin, um einen Jungen zu bekommen. Kannst du bitte damit aufhören? Kleine ist nämlich meine Chefin. Und hat mir ziemlich deutlich klargemacht, dass sie nicht auf mich steht. Papalapap. Die Frau ist was ganz Besonderes. Bleib dran. Und dann bringst du sie mit, wenn du mich in der Karibik besuchen kommst. Und meinen Enkel. Komm her, Junge. Pass auf dich auf. Und vergiss nicht, dass ich dich lieb habe. Ich dich auch. Danke, dass du mir geholfen hast. Meld dich, sobald du Blanca gefunden hast. Und das Geld. Mach ich. Und meld dich bitte bei Frank und Jo. Versprochen. Ey, und vorsichtig. Psst. Ne? Tilly, hast du meinen Zehner? Psst. When I think of all the good time that's been wasted, having good time. When I think of all the good time that's been Halleluja. Es ging runter wie Öl. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Sind Sie neu in Düsseldorf? Das kann man so sagen. Aber auch schon wieder auf dem Schwung. Haben Sie hier Freunde besucht oder Urlaub gemacht? Also, das Bier hier kredenzt von so einer entzückenden Augenweide wie Ihnen. Das fühlt sich schon sehr nach Urlaub an. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich Sie jetzt fragen, ob Sie mir nach Ihrem Feierabend Ihr Lieblingsrestaurant zeigen. Und wenn ich 20 Jahre älter wäre, würde ich bestimmt ja sagen. Möchtest du auch was sagen?
Danke, das überlasse ich gerne dir. Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen im Namen der gesamten Geschäftsführung danken. Ohne Ihr Engagement und ohne Ihre Leidenschaft für LCA Green wäre das ja alles nicht möglich. Die Zeit ist gekommen, die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit zu präsentieren. Die Kampagne, die unsere Marketingchefin Alexa Berg konzipiert hat, wird in wenigen Tagen starten. Und ich bin glücklich und stolz, dass wir für diese Kampagne eine wunderschöne und talentierte junge Frau als Gesicht gewinnen konnten. Darf ich Ihnen vorstellen? Gina Schmitz. Der Rest ist für Sie. Danke. Wohin geht's denn? Wer weiß, wohin der Weg einen führt. Ich hab's mir abgewöhnt, Pläne zu schmieden. Klingt nach einer guten Einstellung. Und nun dürfen wir Ihnen den Film zeigen, mit dem wir LCA Green der Welt präsentieren werden. Sie dürfen sich auf eine Premiere freuen. Machen Sie es gut und genießen Sie das Leben. Ist eh viel zu kurz. Das ist wirklich beeindruckend hier. Oh, du geile Sau. Leck mir die Stiefel. Oh, ja, du weißt, wie man damit umgeht. Also die Kampagne ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen. Habt ihr das hier? Sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Ja, genau. Wo habt ihr das her?